Hallo liebe Freunde, wie findet ihr dieses tolle Panorama? Ich würde sagen, auch wenn es verdammt schweißtreibend ist, hier hoch zu marschieren, es lohnt sich auf alle Fälle. Und jetzt wollt ihr noch wissen, wo ihr das findet? Na dann, bleibt dran und schaut es euch an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Startpunkt unserer 8 Kilometer langen Tour soll erneut der wunderschöne Kurpark in Reinertshausen sein. Klar ist er doch das Herz des kleinen, vor allem durch Kliniken geprägten Ortes. Spötter sagen, hier gäbe es mehr Kliniken als Einfamilienhäuser. Schnell kommen wir zum für Wanderer wohl wesentlich bekannteren Wanderparkplatz am Ortseingang. Dort angekommen gibt es der Möglichkeiten wie immer mehrere. Wollt ihr meinem Vorschlag folgen, dann nutzt für die nächsten knapp 2 Kilometer die Markierung W4, den sogenannten unteren Homberg-Rundweg. Bei den ersten Bildern seht ihr es ja bereits. Seele baumeln ist auf dem ersten Abschnitt die Devise. Für alle Träumer gibt es zum Glück reichlich Bänke. Schließlich sind wir ja unterwegs zwischen den beiden Kurorten Reinertshausen und Bad Wildungen. Unser Weg ist nicht weit. Wir erreichen den Rand von Bad Wildungen und was erspäht unser Adlerauge? Indianertippis. Passiert uns auch hier erneut so eine Sinnestäuschung wie bereits am Vogtlandsee? Nein, denn wie die Tafel verrät, handelt es sich hier um einen Waldkindergarten. Auch eine sehr schöne Idee. Doch das eigentliche Kurbad Wildungen lassen wir heute links liegen und folgen weiter zunächst der W4 und unserem Ziel Homberg, welches schließlich auch schon angeschrieben ist. Vorbei am Parkplatz und wer genau aufpasst, hier taucht schon unsere nächste Markierung W5 auf, welche uns letztlich am Ende zum Ziel führen wird. Am Tennisplatz biegen wir links in den Schotterweg ab, erneut in den wunderbaren Buchenwald hinein. Klar geht's aufwärts, aber zum einen ist es so steil nun auch nicht, zum anderen entschädigt die Ruhe des Waldes und vor allem der interessante Baumbestand allemal. Wer regelmäßig meine Filme schaut, der weiß, als Markenzeichen des Naturparks Kellerwald-Edersee gilt, hier finden wir einen der größten unzerteilten Buchenwaldgebiete Deutschlands vor. Liebhaber von Laubbäumen kommen deshalb sehr auf ihre Kosten. Auch und gerade hier hoch zum Homberg. Schließlich verlassen wir die W4 und folgen weiter der Richtung Aussichtsturm. Wer möchte, der kann theoretisch, wie zu sehen ist, unsere Tour noch ganz anderweitig variieren. Der Möglichkeiten gibt es hier im Wald einige. Wer jedoch dem heutigen Vorschlag folgt, die GPS-Daten könnt ihr übrigens mittels der Links zu Outdoor Active und Komoot gerne herunterladen, welche ihr wie immer unten in der Beschreibung des Videos findet. Denn ganz ehrlich, mitunter fand ich die Ausschilderung hier doch ein wenig verwirrend. Wer genau aufpasst, der findet ungefähr auf der Hälfte des Aufstiegs die Sarrazin-Tanne. Wer jetzt an einen diversen Politiker denkt, der irrt jedoch. Der Namenspatron für diese vermutlich 1884 gepflanzte Weißtanne ist Markus Sarrazin, welcher im 2100 Hektar großen Stadtwald jeden Baum persönlich kennen soll. So wurde dieses Prachtexemplar ihm zu Ehren nach 18 Jahren Dienst im Hessenforst benannt. Unterwegs taucht plötzlich wieder, wie ihr seht, die W5 auf. Aber oben sind wir noch lange nicht. Also weiter geht's. Die Berge sind, wie wir schon früher festgestellt haben, leider immer erst oben zu Ende. Seht ihr, wir sind inzwischen fast oben und erkennen das gute Stück, den Aussichtsturm. 1882 aus Bruchsteinen errichtet, also nichts wie hoch. Oben angekommen. Auch wenn die Sicht noch besser gehen soll, wie Einheimische behaupten, ich war beeindruckt.
Nicht nur das nahegelegene Schloss von Bad Wildung ist gut zu sehen, vielmehr das herrliche Panorama über den Nationalpark Kellerwald-Edersee, hinweg über das nahe Edertal. Bei richtig guter Sicht soll selbst im Kasseler Bergpark der Herkules zu sehen sein. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist es mehr als faszinierend, was uns hier geboten wird und der Aufstieg lohnenswert. Satt gesehen steigen wir die Wendeltreppe wieder abwärts und benutzen diesmal den direkten Weg hinunter nach Reinhardshausen. Und wenn es runtergeht, kann man die herrlichen Buchen doch viel entspannter genießen. Achtung, rennt nicht an der Bank achtlos vorbei. Ein weiterer schöner Blick tut sich nämlich auf. Zur Burg Waldeck, welche oberhalb vom Edersee liegt. Schöne Grüße von Schneewittchen, sag ich nur. Bleibt mal schön neugierig. Und weiter geht's jetzt immer abwärts. Schließlich landen wir wieder auf unserem Wanderparkplatz Reinhardshöhe. Der Wege zurück gibt es jetzt erneut einige. Mein Vorschlag, nutzt den Weg über den schönen Kurpark mit schönen Blicken zurück zu unserem Homberg, vorbei an der Wickert-Klinik, dem Minigolfplatz, der interessanten Anlage mit den Flamingos sowie der sogenannten Trinkhalle. Bis zu unserem Ziel ist es dann auch nicht mehr weit und ihr könnt spätestens hier eure Seele noch einmal richtig ausbaumeln lassen.